Mein Schatz, wie sieht's aus? Geht's? Und das alles für das eine Foto. So, hier haben wir die Nacht gestanden. Das erste Mal direkt am Wasser. Die Nacht auf dem Campingplatz in Akranes war herrlich ruhig. Wir haben richtig gut geschlafen und starten entspannt in den neuen Tag auf Island. Nach der Morgenroutine geht es direkt weiter. Unser Ziel ist der Ytre Tunga Beach, bekannt für seine Seehunde. Unterwegs entdecken wir ein vulkanisches Gebiet. Die Landschaft wirkt rau, weit und ursprünglich. Und ganz spontan entscheiden wir uns hier einen Stopp einzulegen. Wir fahren hinauf auf den Kraterberg Rothals. Von oben eröffnet sich ein beeindruckender Blick über die Lavafelder und die weite isländische Landschaft. Der Krater, auf dem wir hier stehen, gehört zum vulkanischen Gebiet Rothals. Rothals ist kein klassischer Vulkankegel, sondern ein Teil eines Spaltensystems. Hier ist Lava vor Tausenden von Jahren durch Rissen in die Erdoberfläche ausgetreten. Die rötliche Farbe des Bodens entsteht durch oxidiertes Eisen, das dem Gebiet auch seinen Namen gegeben hat. Rothals bedeutet so viel wie rote Hügel. Von hier oben sieht man gut, wie sich der Lava einst über die Landschaft ergossen hat. Island zeigt sich hier von seiner rohen, ursprünglichen Seite. Nachdem wir hier alles gesehen haben, setzen wir unsere Fahrt fort. Nach ein paar Kilometern erreichen wir dann auch den Ytre Tunga Beach. Der Wind ist hier heute ziemlich stark, trotzdem machen wir uns auf den Weg. Der Strand ist vor allem für seine Seehunde bekannt. Mit etwas Glück kann man sie hier das ganze Jahr über beobachten, oft liegend auf den Felsen oder im flachen Wasser. Ach, mal gucken, ob da wir welche finden. Da geht sie. Falsche Objektiv mitgenommen. Einmal nehmen wir den Rucksack nicht mit. Guck mal, der Köpkes die über Wasser kommen.
an. Stativ, alles hat sie mit. Hast du jetzt das Richtige mit? Ja? Heute sind alle Seehunde im Wasser. Der starke Wind und die hohen Wellen scheinen sie nicht zu stören. Als wir genügend Seehunde gesehen haben, geht für uns die Reise dann auch weiter und machen wir uns auf den Weg nach die Schwarze Kirche von Bjuderkirchen. Doch hier schüttet es so toll, dass wir nur ein paar Aufnahmen machen und sofort weiterfahren. Die Schwarze Kirche von Bjuderkirchen steht hier seit dem 19. Jahrhundert. Sie werden aus Holz gebaut und mit Teer behandelt, um sie vor die raue isländische Klima zu schützen. Früher gehörte diese Kirche zu einer kleinen Siedlung. Heute steht sie alleine hier in der Landschaft und ist eine der bekanntesten Fotomotive hier auf Schneefällnis. In Anasapi fahren wir hoch Richtung des Schneefjellsjökull. Doch das Wetter wird immer schlechter. Starker Wind, Regen und schlechte Sicht. Mal schauen, wie weit wir noch kommen. So, wir drehen um. Das ist doch ein bisschen zu heftig jetzt für unsere Swurki. Das ist nichts. Nee. Jetzt fahren wir ganz langsam runter. Jetzt sind wir hier hochgekommen. Ja. Sind wir ein bisschen Geisterskalt. Ja. In der Nacht hat es geschüttet wie aus Eimern, doch für heute ist trockenes Wetter angesagt. Unser erster Stopp ist heute der Londranger Viewpoint. Mit etwas Glück kann man hier sogar Wale sehen. Neuer Tag, Ja. neue Abenteuer, wa? Was gucken wir uns als erste an? Und Schatz, wie findest du es bis jetzt? Super. Ja, wa? Ja, das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber Naja, ansonsten, aber wir haben heute doch wenigstens schon keinen Regen bis jetzt. ja, das stimmt allerdings. Das ist auch schon Luxus. Wir haben hier leider heute kein Glück, aber trotzdem lohnt sich ein kurzer Halt. Die Felsen, das Meer und die raue Küste machen diesen Ort sehenswert, auch wenn es für uns nur ein kurzer Stopp bleibt.
War schön um zu sehen. Und jetzt gehen wir hinter. Hinter sieht ihr schon der Vulkan. Da geht's jetzt hin. Treppensteiger heißt das, Schatz. Ja, und nicht weniger. Ja. Oh, jetzt laufen wir da oben mal hoch, wa? So langsam wird es hier auch wieder voll. Da wollen wir mal, wa? Ja, Naja, und das kleine Tippelstübchen. jo. Und Schatz, wie findest du das? Anstrengend. Ja, wa? Aber zum Glück, die Sonne ist da. Das ist trocken. Das ist nicht windig. Und es sind nur noch etliche Stufen hoch. Der Saxhol ist ein erloschener Vulkan auf die Halbinsel Schneefällnis. Er ist rund 3000 bis 4000 Jahre alt und gehört zu einer vulkanischen Spaltezone. Und Schatz, wie sieht's aus? Genau wie gestern, wa? Ja. Ah, trotzdem schön hier. Über eine Treppe gelangt man bis oben am Kraterrand und hat von oben einen tollen Blick über die Lavafelder und die umliegende Landschaft. Was sagst du davon? Tja, Vulkan, wir haben ja jetzt schon ein paar gesehen, ne? Ja, eigentlich, wenn du eine gesehen hast, hast du alle gesehen, wa? Die sehen immer gleich aus. Wir machen noch einen Abstecher zum Svörtuloft Leuchtturm. Auch bekannt als Öndvernesviti und weiter bis zum Skarosvik Beach. Schon allein die Straße hierher ist ein kleines Abenteuer. Überall Lava, raue Landschaft und dieses ganz besondere isländische Gefühl von Weite. Ein fantastischer Abstecher und wir sind froh, dass wir ihn gemacht haben. Der Svörtuloft-Leuchtturm steht an einem der westlichsten Punkte der Halbinsel Schneefällnis. Er wurde in 1931 erbaut und dient bis heute der Schifffahrt langs dieser gefährlichen Küste. Seine leuchtende orangige Farbe ist kein Zufall. Sie sorgt dafür, dass dieser Leuchtturm selbst bei Nebel, Sturm und schlechtem Wetter gut sichtbar bleibt. Ringsum fallen die Klippen steil ab ins Meer. Ein Ort, der zeigt, wie rau und ungezähmt Island hier ist.
Reykjavik Beach ist einer der wenigen Strände auf Island mit hellen, fast goldenen Sand. Geschützt zwischen die Felsen gelegen, wirkt diese oft ruhiger als die bekannte Südküste. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Strömungen und Wellen können hier extrem stark sein. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, machen wir noch einen Stopp in Hellissandur und wir sind sofort begeistert. Überall im Ort finden sich Wandbemalungen an den Häusern, groß, bunt und voller Geschichten. Die Kunstwerke zeigen Szenen aus dem Alltag, die raue Natur Islands und das Leben am Meer. Hellissandur gilt als eines der Street-Art-Zentren Islands. Ein Projekt, das den Ort belebt und ihm einen ganz besonderen Charakter verleiht. Einfach fantastisch und ein Stopp, den wir absolut empfehlen können. Und dann unser letzter Stopp für heute, der Kirkjufjell. Der Parkplatz ist heute ziemlich voll. Entsprechend viel Betrieb ist hier. Trotzdem bleibt der Kirkjufjell etwas Besonderes. Ein Ort, den man einfach gesehen haben muss. So, Schatz, was gucken wir uns jetzt an? Frag mich nicht mal irgendwas, wenn ich den Namen jetzt nicht weiß. Der erste, der Jukutfell. Mal gucken, ob wir auch die Fotos hinkriegen, die sie hier alle so machen. Bin mal gespannt. So. Und das alles für das eine Foto. Ja? Aber du kriegst saubere Schuhe, ich sehe es. Damit endet unser Tag hier auf Schneefällnis. Ein Tag voller Wind, Wetter und besondere Orten. Im nächsten Video geht's genau beeindruckend weiter. Wir baden in een heiße Quelle, entdecken unterwegs viele Robben und machen Halt an den Diandi-Wasserfall. Sehen unterwegs die ersten Wale und schließen den Abend ab mit beeindruckender Polarlicht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Teil unserer Islands-Abenteuer.